Warum sehe ich eine bestimmte Funktion von Microsoft 365 an meinem digitalen Endgerät nicht, obwohl ich sicher bin, dass ich es schon in einem Video oder auf einem Screenshot gesehen habe? Das möchte ich euch am Beispiel der Wiederholen-Funktion des Blenners zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es mal wieder um ein zuschauerinspiriertes Thema. Just Be Yourself hat gefragt, warum habe ich die Option zum Wiederholen in meinem Planner nicht? Einen detaillierten Überblick zu den wichtigsten Unterschieden zwischen den verschiedenen Apps und App-Varianten findet ihr in den beiden Videos. Das Wichtigste zu Microsoft 365 und die wichtigsten Unterschiede zwischen Web- und Desktop-App, die habe ich euch in der Infokarte verlinkt. Jetzt wollen wir uns anschauen, woran kann es im Moment konkret beim Planner liegen, dass du diese Funktion Wiederholen nicht siehst. Es gibt zwei Gründe, an denen das im Moment liegen kann. Der erste Grund ist, dass es bei dir noch nicht ausgerollt ist, und der zweite Grund ist, dass es tatsächlich nicht in allen Aufgabenansichten, die wir mit dem Planner erzeugen können, sichtbar wird. Zunächst mal zu der Frage, ob es bei dir schon ausgerollt ist. Microsoft geht so vor, Microsoft rollt diese Funktion, die wir hier im Planner in den Aufgaben jetzt neu haben, wiederholen, nicht an alle Benutzer auf einen Schlag aus, sondern immer sozusagen firmen- oder organisationsweit. Das nennt sich bei Microsoft ein sogenannter Tenant. Und das heißt, alle Leute, die jetzt hier mit dem Tenant arnoburger.de arbeiten, das bin ich und ein paar Mitarbeiter, die haben diese Funktion jetzt schon zur Verfügung. Und die Frage ist, hat deine Organisation von Microsoft diese Funktion schon ausgerollt bekommen? Das ist deshalb beim Planner im Moment ein Thema. Man kann das in der Roadmap von Microsoft sehen, weil eben diese Funktion gerade im Rollout ist. Also die wiederholenden Aufgaben sind gerade im Rollout. Das heißt, manche Tenants haben schon, andere noch nicht. Ich habe zum Beispiel gestern mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die eigene Tenants haben, und die haben es alle noch nicht. Also das wird jetzt in nächster Zeit eben kommen. Das wäre ein Grund, woran es liegen kann. Jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, und der ist beim Planner relativ wahrscheinlich. Ich wechsle nochmal zurück. Wir sind hier in der Web-App des Planners. Das sehe ich daran, dass ich hier die 9 Punkte habe und hier Planner habe und solche Sachen sehe. Und dort steht das zur Verfügung. Jetzt kann ich aber den Planner auch einbinden in Teams. Ich wechsle mal zu Teams. Und hier in Teams habe ich die Möglichkeit, in einem Team, in einem Kanal, den Planner auch zu sehen. Und ich habe jetzt hier genau diese Aufgabe, Wochenrückblick für die Homepage erstellen, die ich hier sehe. Die sehe ich jetzt 1:1 so auch hier in Teams eingebunden. Und zwar über eine Registerkarte, sodass man nur genau diesen einen Plan des Planners sieht. Und wenn ich hier diese Aufgabe aufmache, dann sehe ich, es gibt hier das Wiederholen auch, und ich kann es hier auch einstellen. Zum Beispiel sage ich mal wöchentlich. Und das schließe ich, ist gespeichert. Ich zeige euch das noch auf der anderen Seite. Hier dauert es unter Umständen noch ganz ein bisschen oder man muss aktualisieren. Da habe ich jetzt die Taste F5 gedrückt. Und dann sieht man, okay, also auch wenn ich mit der Web-App arbeite, habe ich diesen aktuellen Stand. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, das ist erledigt, dann wird die Aufgabe erledigt. Das war die vom 25. Und dann eine Woche später wird sie neu angelegt. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe in Teams, dann sehe ich, das ist hier in Teams auch so nachvollzogen. Also das heißt, wenn es an deinem Tenant ausgerollt ist, musst du es sowohl in der Web-App als auch in Teams sehen, wenn es in Teams in die Registerkarte eingebunden ist. Jetzt gibt es noch eine zweite Stelle, an der solche Aufgaben eingebunden sein können. Und das ist hier die sogenannte App-Leiste. Da seht ihr, ist bei mir hier Tasks von Planner und To-Do. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das einbindet ins Register und in die App-Leiste, dann schaut euch das Video an, das ich dazu auch in der Infokarte verlinkt habe. Wenn ich also jetzt hier in der App-Leiste Tasks von Planner und To-Do aufrufe und dann gehe ich in den Plan, Beispiel für den Planner, da habe ich meinen Wochenrückblick für die Homepage erstellen, jetzt mit Fälligkeit 2.10. und ich mache die hier auf, dann fehlt dieses Wiederholen.
Das heißt jetzt nicht, dass es nicht funktioniert und der Planner nicht weiß, dass es eine wiederholende Aufgabe ist, aber ich kann an dieser Stelle in Teams die Wiederholung nicht einsehen und ich kann sie hier auch nicht verändern. Wenn ich also jetzt zum Beispiel hier auf Erledigt klicke, dann wird die Aufgabe erledigt, sie wird durchgestrichen und ich schaue jetzt mal zurück in den Planner. Dann seht ihr, ich aktualisiere hier, jetzt habe ich eine zweite Aufgabe, die erledigt ist und die neue wird eine Woche später am 9.10. angelegt. Also die Funktionalität, die ist da, sie lässt sich aber hier über die App-Leiste und die Ansicht Task in Planner und To-Do hier nicht einstellen. Und ich kann hier auch nicht sehen, dass es eine wiederholende Funktion ist. Jetzt könnte man denken, okay, das kommt wahrscheinlich bald. Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass das bald kommt. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben, wenn wir Tasks in Planner und To-Do hier in die App-Bar einbinden, dann haben wir hier im oberen Bereich Microsoft To-Do und im unteren Bereich Microsoft Planner. Bei Microsoft Planner ist diese Wiederholen-Funktion sehr neu. Bei Microsoft To-Do gibt es sie aber schon sehr lang. Ich gehe mal hier in den Aufgaben. Das ist jetzt eine To-Do-Aufgabe, die mache ich mal auf. Und wenn ich mir die anschaue, dann sehe ich, hier gibt es nichts von Wiederholung. Wenn ich aber in die App To-Do gehe, das wäre jetzt die Aufgabe, Beispiel zur Wiederholung in To-Do, dann sehe ich, hier kann man sehr wohl wiederholen. Ich mache da mal Wochentage, dann sieht man auch das Wiederholungssymbol. Und wenn ich mir das jetzt hier in Teams anschaue, dann sehe ich hier nichts von dieser Wiederholung. Das heißt, dieses Prinzip, sage ich jetzt mal, das wir beim Planner gerade gesehen haben, in der Web-App und auch in der Einbindung in die Registerkarte in Teams kann ich wunderbar auf Wiederholungen zugreifen, aber nicht hier über die Taskbar. Das gibt es in To-Do schon länger, denn To-Do hat schon seit ein paar Jahren die Wiederholungsfunktion und hier in der Teams-Integration geht es aber nicht. Deshalb vermute ich, dass es nicht so schnell funktionieren wird. Wenn dich interessiert, wie du den Planner, To-Do und Teams zusammen in deine eigenen Arbeitsprozesse gut einbauen kannst, dann schau dir doch mal das Buch an, das ich gerade mit Sigrid Hess geschrieben habe. Hier bei Dummies erschienen, Zusammenarbeit mit Microsoft 365 in der Cloud. Da haben wir einiges dazu geschrieben. Wenn du das bestellen willst, kannst du direkt in der Beschreibung in meinem Shop bestellen. Was können wir nun tun, damit Microsoft diese Funktion hier möglichst bald einbaut? Ich hatte euch im letzten Video schon mal diese Roadmap ein bisschen genauer gezeigt. Und in dieser Roadmap gibt es eine Funktion, die ist hier rechts unten, die heißt Feedback. Und da sollte es so sein, wenn wir da draufklicken auf Feedback, dass dann ein Feedback möglich ist. Das heißt, wir können hier Microsoft informieren, was wir gerne hätten. Und leider ist es so, dass das in der deutschen Darstellung von dieser Roadmap nicht funktioniert. Da kann man so oft draufklicken, wie man will und man kann sich auch anmelden. Es funktioniert nicht. Deutsch übrigens deshalb, hier oben steht DE drin und ihr seht der Rahmen hier, Roadmap verwenden, nach einem bestimmten Element suchen, das ist alles Deutsch, auch wenn der Text selber Englisch ist. Ich bin jetzt also hier auf der deutschen Darstellung der Roadmap. Wenn ich in die englische wechsle, ihr seht es, hier steht jetzt ENUS drin und ich klicke jetzt auf das Feedback, dann funktioniert es. Also das heißt, wenn ihr Microsoft ein Feedback geben wollt über die Roadmap, zum Beispiel, ich habe einen Vorschlag, dann müsst ihr das über die Roadmap in der englischen Variante tun und deshalb habe ich euch die unten in der Beschreibung auch noch verlinkt. Wenn ihr diese Funktion also genauso wichtig findet wie ich, dann ruft in der Beschreibung die englische Roadmap auf, klickt auf Feedback und dann auf I have a suggestion und fügt hier den entsprechenden Text ein. Da soll die Feature-ID mit dabei sein und dann eben, dass wir auch in Teams in der App-Leisten-Integration diese Wiederholungsfunktion auch brauchen. Ich habe euch den Text auf Englisch auch unten in die Beschreibung kopiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr den einfach kopieren und hier reinsetzen und dann das Ganze wegschicken. Wenn du sicher gehen willst, dass du hier auf YouTube immer eine Info bekommst, wenn ich ein neues Video erstellt habe, dann kannst du natürlich den Kanal abonnieren, aber ich mache ja inzwischen sehr viele verschiedene Videos und vielleicht interessieren dich nur die zu Microsoft 365
Und dann klick doch einfach mal unten in der Beschreibung auf den Newsletter-Link. Dann kommst du in diese Newsletter-Anmeldemaske. Da kannst du meinen generellen Newsletter bestellen. Der kommt jede Woche und dann sage ich, welche Videos da rauskommen oder rausgekommen sind. Wenn du aber nur bestimmte Videos von mir im Newsletter sehen willst, dann klickst du hier und hast dann eine Liste, zum Beispiel die Möglichkeit, eine Anmeldung zum Microsoft 365 Newsletter zu machen. Und dann bekommst du nur die Infos, wenn ich ein neues Video zu typischen Microsoft 365 Apps mache. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bei allen von euch bedanken, die so fleißig in die Kommentare schreiben. Die sind immer super Anregungen. In letzter Zeit hat es manchmal ein bisschen länger mit dem Antworten gedauert, aber selbst wenn ihr noch keine Antwort bekommen könnt, ihr könnt euch sicher sein, ihr kriegt noch eine. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.